Touratech, Sega Pro, Seitenkoffer und Topcase. Adventure Specs Magadan. Die Lone Rider Motobags. Giant Loop Mototrek Panniers. Moscow Moto Reckless 80. Heute ist der 1.1. Neujahr und natürlich bin ich an den Strand gegangen. Wenn man am Strand ist an Neujahr, finde ich, sollte man auch mal gucken gehen, das genießen. Und ja, da bin ich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, sondern wie ihr seht, ganz viele andere Leute sind auch hier, trinken und genießen den Neujahrstag. Das dazu. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Heute geht es um Gepäcksysteme. Und die große Frage ist, hart oder soft? Ja, genau. Das ist eine eher religiöse Frage. Wie Claudio von Pegaso Reise es genannt hat. Entweder man ist in dem einen Team oder dem anderen, aber was sind die rationalen Gründe? Welches System hat welche Vorteile und welche Nachteile? Und gibt es noch was anderes? Es gibt eben Hard-Systeme, Soft-Systeme, Semi-Soft-Systeme und Reckless-Systeme. Ich bin nicht alle Systeme gefahren, sondern nur Semi-Soft und Reckless. Aber ich habe mir Reisende eingeladen, die die anderen Systeme auch fahren. Und hören wir uns mal an, was die zu sagen haben. Hallo, wir sind Rita und Thomas von Explore Bike. Seit 2,5 Jahren auf großer Reise und seit 2 Jahren in Südamerika unterwegs. Und wir wollen heute ein bisschen was über unser Gepäcksystem erzählen. Beziehungsweise nicht wir, sondern das macht die Rita. Wir haben uns für Alukoffer entschieden, aus dem Grund, weil sie stabil sind, geräumig und abschließbar. Wir haben hier 38 Liter, nochmal 38 Liter und 45 Liter. Die Alukoffer bieten zusätzlich bei einem Umfaller oder Ausrutscher Schutz für die Beine, beziehungsweise ist es dann leichter, das Motorrad anzuheben. Auf die Alukoffer haben wir nochmal Aufsatztaschen, in die auch noch jede Menge reinpasst, die auch nochmal für sich ausfahrbar sind. Und zwischen diese beiden Systeme nochmal einen 30 Liter Packsack. So, dann möchten wir uns bedanken, wünschen euch noch eine gute Zeit. Schöne Grüße aus Chile. Und ach ja, Rudi hat uns irgendwo da unten verlinkt, wenn ihr Interesse habt, mehr über unsere Reise zu erfahren. Adios, ciao, schöne Grüße. Hasta luego. Fangen wir mit den klassischen Koffern an, die Aluschalen. Die Vorteile sind, dass in so einem festen Behältnis kann man bessere Ordnung halten, man kann Sachen einfach reinstellen. Ich meine, klar, beim Motorradfahren fallen die um und so weiter, aber man kann bessere Ordnung halten als in einer Tasche. Für den Langzeit-Traveler und den Camper vor allen Dingen ist es sehr praktisch, dass man die Kisten abnehmen kann. Man kann eine als Stuhl verwenden, die andere als Tisch, was sehr praktisch ist. Man kann auch Eis reinfüllen und sie als Kühlbox verwenden, als Trittleiter. Oder zum Beispiel auch, wenn man keinen Hauptständer hat auf seinem Moped, kann man sein Moped darauf stellen. Und außerdem sind sie fast immer abschließbar. Nachteile sind, sie sind groß, sehr breit. Meistens ist das Motorrad dann hinten breiter als der Lenker vorne, was unpraktisch ist. Man braucht Kofferträger, um sie zu befestigen. Und die Kisten selber sind auch sehr schwer. Also ich habe das mal recherchiert, so zwischen 4,5 und 7 Kilo eine Kiste. Und Kofferträger, sagen wir im Schnitt 6 Kilo nochmal. Außerdem können die Koffer bei einem Sturz verbiegen, dann vielleicht nicht mehr richtig schließen oder die Wasserdichtigkeit ist dann nicht mehr gegeben. Und das Verletzungsrisiko ist deutlich höher, wenn du stürzt und dein Bein unter die Koffer kommen. Der gibt halt nicht nach, der schlägt dir dann das Bein durch. Eine Tasche ist auch schmerzhaft, aber sie gibt eben ein bisschen nach. Kommen wir zum Pendant Softbags. Hallo, servus, mein Name ist Markus. Ich bin Österreicher
und seit knapp 4 Jahren in Südamerika mit meiner BMW G650 X-Country unterwegs. Und Naruti hat mich gebeten, über meine Satteltaschen zu sprechen. Ich habe mich damals entschieden für die Adventure Specs Magadan-Taschen. Da ist die Steelcore, noch die Sicherung außen rum. Machen wir mal auf, damit wir da reinschauen können. Ja, das sind Softtaschen. Ich habe mich für die Softtaschen entschieden. Einfach weil ich relativ oft stürze. Ich bin relativ schnell unterwegs im Sand und ich wollte einfach nicht, dass mir meine Beine unterm Alukoffer fängt. Da brechen eher die Knochen bei mir und ja, deswegen die Softtaschen. Wegen Sicherheit, ja, wenn einer rein will in einen Alukoffer, kommt in den Alukoffer genauso rein wie in eine Softtasche. Und in den Softtaschen hier bei den Magadan haben wir auf jeder Seite noch einmal 32 Liter einen Trockensack. Den habe ich jetzt nicht am Motorrad, den habe ich unten in meiner Unterkunft dabei. Ich bin jetzt gerade in Bolivien, in Samaipata. Und also auf beiden Seiten insgesamt 64 Liter. An den Taschen sind da noch kleinere Taschen, wo ich mein extra Benzin habe. Auf jeder Seite. Hinten sind da noch 2 Taschen drauf, jeweils auf beiden Seiten. An den Taschen habe ich noch einmal eine Tasche drauf getan. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden. Ich habe es einmal habe ich nur, ist der Gurt, quasi die werden mit dem Gurt quasi übers Motorrad gelegt. Da braucht man nicht unbedingt ein Gepäcksrack dafür, aber ja, dann hat man ein bisschen Abstand zum Auspuff, dann ist es schon besser. Und ja, wie gesagt, da kommen die wasserdichten Taschen rein mit 32 Litern und werden zugemacht. Und zur Sicherheit gibt es von Steelcore diese Gurte, und wenn der dann abgesperrt ist, ja, dann kommt man ist zumindest ein Hindernis mehr, dass man reinkommt. Aber ich war jetzt eben, wie gesagt, 4 Jahre in Südamerika und ich habe keinerlei Probleme gehabt, dass irgendwas gestohlen worden wäre, sonst irgendwas. Es ist alles noch, ich habe alles noch. Das meiste, was weg gewesen ist, habe ich selber verloren. Okay, also dann, das sind meine Taschen. Die Adventure Specs Magadan haben mich vor 4 Jahren knappe 300 € gekostet. Ja, bin hellauf zufrieden und ich würde sie mir wieder kaufen. Und damit liebe Grüße aus Bolivien. Ciao. Vorteile: Sie sind leichter, sie sind schmaler, sie sind handlicher und bei einem Koffer voll ist halt voll. Aber bei einer Tasche, die beult sich halt aus, da kannst du immer noch mal was reinstopfen, du kannst da immer noch ein bisschen den Platz erweitern. Auch haben die meistens diese Rollverschlüsse, da kannst du halt auch, normalerweise muss man 3-mal rollen, um ihn wasserdicht zu machen. Wenn es halt voll ist, dann rollst du ihn halt nur einmal oder 2-mal. Ist dann vielleicht nicht 100%ig wasserdicht, aber du kriegst noch was rein. Und die Verletzungsgefahr ist geringer, habe ich ja schon erzählt, warum. Nachteile: Man ist nicht so gut organisiert in der Tasche, sie sind nicht abschließbar und man kann sie nicht als Tisch oder Stuhl oder so verwenden. Hello, I'm Nico. I'm from Argentina. I travel in South American countries per 8 months, and now I'm in Venezuela, Margarita Island. I show you Ruti and a friend of us, Frank. This is my bike. Right. Well, this is my Honda 300 XRI, and this is only for South American market. And well, I use these panniers. I had to add a racket to use these panniers on this bike. Well, here I will show you my panniers, how to fit. This is the back, magnetic, very good. And this you attach to the racks from here, as we can show you in the video. And you can add it also this pocket. It's good for 3 liters, I think, more. This is only 25 liters each one. Well, the material is waterproof. It's very hard. I fell a little times and it's worked very good. I choose this one because was one of the brands I think was good. And if you break something like this, you can bought it on the waist up of Giant Loop. It's very good for me to have the brand behind me to support for me this trip. You can buy Giant Loop in Argentina,
Chile and Ecuador. That's what the country what I see. I prefer this type of panniers because both weight 105 kilo and it's very light and you can take it away easily. And if you have the racks in many bikes, you can fit it. You don't care about the racks. You attach and it's no problem. That is a benefit for me. And the kilo also, because my bike has not much power. The slogan of Giant Loop is go faster, go light, and really it's better go light in a long trip. Semi-soft. Hallihallo, mein Name ist Erik vom YouTube-Kanal Spurwechsel. Der Ruti hat mich gebeten, mal zu erzählen, mit welchem Motorradgepäck ich so unterwegs bin. Und ja, das mache ich jetzt mal. Bisher war ich mit meiner BMW R1200 GS Adventure namens Atacama in Südamerika und Europa unterwegs. Und da die Adventure-Version der GS ja bereits mit einem Kofferrack ausgestattet ist, habe ich mich zu Beginn meiner Motorradreisen für die Motobags von Lone Rider entschieden. Mir war wichtig, keine Aluboxen zu haben, denn ich bin oft abseits asphaltierter Straßen unterwegs und da bleibt es nicht aus, dass das Motorrad hin und wieder auf der Seite landet, sei es durch einen Sturz oder weil der Ständer gerade mal im weichen Untergrund seinen Dienst versagt. Koffer sind da recht schnell verbeult und die Wasserdichtigkeit ist dann nicht mehr gegeben. Und so eine Softtasche hingegen fängt einen Teil des Sturzes ab und bleibt dabei dennoch wasserdicht. Ich bin auch schon an Felswänden oder Leitplanken entlang geschrammt. Und natürlich bekommen die Taschen da einen ordentlichen Kratzer ab, aber die behalten ihre Form und der Inhalt bleibt geschützt. In Patagonien bin ich mit meiner linken Tasche tatsächlich mal an einem Pfosten hängen geblieben. Die Stahlplatte unten drunter war danach ordentlich verbogen, aber die Taschen blieben trotzdem weiterhin wasserdicht. Das Prinzip der Motobags beruht wie bei Koffern auch auf einer stabilen Außen- und einer leichten Innentasche. Durch die Lage vom Endschaltdämpfer bei der GS sind die Taschen asymmetrisch. Die linke Tasche hat 38 Liter, die kleinere rechte Tasche nur 31 Liter Fassungsvermögen. Die Außentaschen sind nicht hundertprozentig wasserdicht, schützt aber die Innentasche vor Beschädigung und vor direktem Wasserkontakt. Verschlossen werden sie mit dem ausgeklügelten Wickelbund, der am Ende noch mit einer Aluminiumlasche verriegelt wird. Hier kann man sogar ein Vorhängeschloss anbringen. Das schützt natürlich nicht vor einem Messer, aber man hat es einem Dieb halt einfach ein bisschen schwerer gemacht. Auch die Grundplatte der Motorbags wird beim Montieren am Rack abgeschlossen. Um die abzubekommen, bräuchte man schon schweres Werkzeug. An allen Außenseiten verfügen die Motorbags noch über ein MOLLE-System, an das man viele weitere Taschen und Halter für Trinkflaschen, Erste-Hilfe-Sets oder Proviant anbringen kann. Die Oberkante der Innentaschen besteht aus einem wasserdicht verschließbaren Wickelbund mit Schnellverschlüssen und Kompressionsgurten. Der Rest der Nähte ist hochfrequenzverschweißt und so ebenfalls wasserdicht. Mit dem Lieferumfang sind da noch Schultergurte, die ich jedoch nie benutzt habe, um allzu großes Chaos mit zu viel Gurten zu vermeiden. Außerdem habe ich es immer so gehandhabt, dass ich sperriges und schweres Werkzeug wie Luftkompressor, Ratschengriff oder Montiereisen oder auch Ersatzteile wie Bremsbeläge oder so immer unten in den Außentaschen transportiert habe. So kann ich immer schnell darauf zugreifen, indem ich einfach die Innentaschen rausnehme und dann habe ich direkt die Teile hier liegen. Außerdem ist die schwerste Last dann damit unten angebracht. Das verbessert das Fahrverhalten und das Motorrad wird nicht so kippelig. Man könnte ja meinen, dass Softbags leichter sein müssten als Koffer aus Aluminium, aber der Unterschied ist wahrscheinlich nur marginal, denn die Motorbags haben auf der Rückseite eine pulverbeschichtete Stahlplatte, auf denen das verstellbare Befestigungssystem angebracht ist, und das macht die Taschen schon ordentlich schwer. Ein großer Vorteil von den Motorbags im Gegensatz zu Rackless-Systemen ist der, dass die Innentaschen immer vor Staub, Schutz und Wasser geschützt bleiben und du somit am Ziel nicht die eingesauten Taschen mit ins Zimmer nehmen musst.
Das schiere Fassungsvermögen der Innentaschen verleitet dazu, viel zu viel einzupacken und mitzunehmen. Je voller die Taschen sind, desto schwerer lassen sie sich aber dann in die Außentaschen einsetzen und durch den entstehenden Unterdruck kann man sie später auch wieder schwerer rausnehmen. Wie bei jedem anderen Gepäcksystem auch, heißt also auch hier die Devise, weniger ist mehr. Für Motorräder, die über einen Kofferrack verfügen, sind die Motorbikes meiner Meinung nach eine gute Lösung, sofern man wirklich so viel mitnehmen möchte. Ich persönlich würde mich mit den heutigen Erfahrungen aber wahrscheinlich dafür entscheiden, das Kofferrack abzunehmen und mit einem kleinen, leichteren Rackless-System zu reisen. Ich habe für mich erkannt, dass ich bei den letzten Reisen viel zu viel dabei hatte und würde deshalb beim nächsten Mal deutlich weniger einpacken. Wenn du also eine Motorradreise planst, wünsche ich dir viel Spaß und Vorfreude bei der Planung und wir sehen uns vielleicht irgendwo unterwegs. Semisoft ist so, ich kenne eigentlich nur die von Lone Rider, vielleicht gibt's noch andere, aber die haben halt quasi, sie sind wie Koffer, sie bleiben in einer Form und so weiter, aber es ist aus Softmaterial. Vorteile, die Form bleibt eben erhalten, man hat diese gleiche gute Organisation wie im Koffer, theoretisch, allerdings haben sie auch Innentaschen, dann hast du wieder Tasche, ist genauso wie in der Tasche. Man kann die Taschen auch als Ablage verwenden, als Tisch, als Stuhl, sind sie zu soft. Nachteile sind, sie sind genauso schwer wie Koffer, man braucht Kofferträger und sie sind groß und breit. Kommen wir zur letzten Variante und zwar der Rackless-Variante. Rackless heißt ohne Kofferträger. Ich habe das hier einmal aufgebaut. Es wird hier mit so Riemen festgemacht hinten. Dafür habe ich so eine Platte drauf. Die braucht man nicht unbedingt, aber es bietet sich schon an. Man hat auch einfach eine geradere Fläche dann, um was draufzulegen. Also das müsste man vielleicht noch sehen, dass das auch nochmal Gewicht ist, was man mitschleppt. Ja, hier wird es, am zweiten wird es hier unten noch festgemacht, an den Fußrastenhaltern. Wenn man die abgemacht hat, kann man auch von Moskomoto so Clips kaufen, da kann man die dann anderweitig befestigen. Genau. Und die Taschen selber, ja, das sind so Außentaschen, es ist quasi ein Sattel sozusagen, wie beim Pferd. Und das wird so drüber geworfen. Und dann hat man hier eben diese großen Taschen. Wenn man jetzt, da habe ich jetzt mein Zelt drin einfach reingemacht. Ja, aber man hat diese großen Taschen und da werden dann Drybags. Ich habe hier einen mal reingesteckt. Die sind halt hier befestigt, hier und oben drüber ist nochmal so ein Bügel. Und 25 Liter Drybags, 2 Stück jeweils. Und obendrauf, die habe ich leider nicht, oder was heißt leider, die habe ich verzichtet, weil obendrauf gibt es noch einen 30 Liter Tasche, die kommt hier in die Mitte. Und das wird dann so festgeschnallt, ja, mit diesen Dings drüber. Und das hier ist der Beaver Tail, der Biberschwanz. Da ist halt auch nochmal so eine Hülle, da habe ich jetzt mein altes kaputtes Nummernschild drin. Und so, da kann man Sachen reinmachen, das Klettverschluss, wasserdicht. Und das kann man auch ganz abmachen. Und hier nochmal so Reißverschlusstaschen, wasserdicht. Da habe ich so Kleber und ein Ersatzschloss und Müllbeutel und vor allem meine Rockstraps drin. Ja, dann kann ich jederzeit sie schnell erreichen, wenn ich sie brauche. Und obendrauf noch Mollesystem überall, hier und auf der anderen Seite, da kann man noch Sachen dran machen. Und ich habe noch diese Zusatztaschen, das sind jeweils 4 Liter, Auxiliary Bags heißen die. 4 Liter sind nochmal 8 Liter. Und ich habe eben obendrauf diesen Rucksack nicht 30, war mir viel zu klein. Ich habe halt obendrauf so einen Backpacker-Rucksack, 70 Liter, aber den kann man auch damit einschnallen. Also das reicht. Und ich habe es so flach wie möglich eingestellt, weil ich ja diese große Tasche oben drauf habe, damit die stehen halt so ein bisschen raus, damit es dann aufliegen kann. Man kann die aber steiler auch anstellen. Ja? Man muss nicht das so flach machen. Es gibt hier 3 verschiedene Winkel. Es gibt jetzt auch, das ist Version 2, es gibt mittlerweile Version 4. Also da sind dann kleine Verbesserungen an Material und noch irgendwelche Gimmicks dran und so weiter. Also jetzt will ich nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn man es runternimmt. So, und das liegt dann ganz locker auf der Schulter, auch wenn das voll beladen ist, irgendwie 30 Kilo hat. Das kann man halt echt gut tragen. Ja? Und das Motorrad ist dann leer. Der breiteste Teil ist der Lenker am Motorrad.
Ja. Egal, wo ich jetzt mit dem Lenker durchkomme, komme ich überall mit durch. Ja. Rackless-Systeme, das sind Systeme, bei denen man keinen Kofferträger braucht. Also man spart sich die 6 bis 8 Kilo Kofferträger und ist dann auch wieder etwas weniger, was kaputt gehen kann. Außerdem sind sie dann super schmal, die Taschen, weil sie eben direkt am Bike anliegen. Super leicht, ist die leichteste Möglichkeit, die du hast mit einem Gepäcksystem. Und wenn man die Taschen abnimmt, dann hat man halt ein ganz normales Motorrad. Keine Kofferträger, kein gar nichts. Nachteile, dadurch, dass die Taschen halt keine Kofferträger haben, liegen sie direkt am Moped. Bei mir reiben sie und auf die Dauer reibt es halt dann den Lack ab. Ich habe dann immer schon so Ducktape hingeklebt, damit es da auf dem Ducktape reiben kann. Sie sind nicht abschließbar auch. Manche haben auch Probleme mit der Hitze am Auspuff dann. Ich habe so ein Hitzeschild und bei mir ist da nichts, also gar nichts, nie passiert. Also das reicht völlig aus, obwohl es direkt drauf liegt. Diese Probleme mit der Hitze, die können auch bei Softbags mit Kofferträgern entstehen. Und weiterer Nachteil, genauso wie bei Softbags, man kann sie eben nicht als Tisch oder Stuhl oder so verwenden. Ich habe zu meinen Moskomoto-Taschen schon mal ein ausführliches Extra-Video gemacht, wird verlinkt. Ich habe immer einen Blogartikel, da sind alle wichtigen Links zu den Videos drin. Könnt ihr gerne gucken. Und ja, entscheiden müsst ihr euch am Ende selber, was für ein System ihr haben wollt, was zu eurem Reisestil passt, was zu eurem Motorrad passt. Und das Ding ist halt, ich hatte ja am Anfang, also das ist mein erstes Motorrad. Ich hatte am Anfang, ich habe das nur im Internet und ja, du brauchst das. Und ja, gerade bei Gepäcksystemen ist es so, ja, da gibt es eben diese zwei Lagers. Die einen sagen, ey, Koffer, das ist das Allerbeste, Soft ist der letzte Scheiß, und das Team Soft sagt genau das Gleiche in die andere Richtung. Ich hatte mich wahrscheinlich nicht so richtig entscheiden können, deswegen habe ich dann auf diese Zwischenlösung gesetzt. Weder hart noch soft, sondern semi-soft. Und es sind auch wieder gesagt gute Taschen und ich wäre mit denen auch weitergefahren. Aber dann habe ich eben mal andere ausprobiert und habe gesehen, ey, das hat schon auch Vorteile für mich. Das Problem ist, man kann sich jetzt nicht immer 4 verschiedene Systeme kaufen, dann ist man irgendwie 5.000 € los oder so, sondern man kauft sich das und dann fährt man damit. Vielleicht ist es gut, wenn man irgendwelche Motorradfahrer kennt oder so, dass man vielleicht mal von jemand anderem was ausprobiert. Wie ist das so, mal auf ein Wochenende mitnimmt oder so, auf einen Campingurlaub, das wäre gut. Ansonsten, ja, muss man das wählen, was einem am günstigsten für sich selber erscheint. Und dann lebt man damit. Und das sind ja auch alles gute Systeme. Also ja, die ganzen Leute, die jetzt hier ihre Taschen vorgestellt haben, die sind ja alle nicht unzufrieden mit ihrem Gepäcksystem. Aber manchmal lohnt es sich eben auch, umzusteigen und was anderes auszuprobieren. Das war die Neujahrsausgabe von Rutis Reisen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr bevorzugt. Soft, Hard, Semi-Soft, Reckless und warum. Und schreibt auch alles rein, was ich vergessen habe zu sagen. Was ich zum Beispiel vergessen habe, ist der offensichtlichste Vorteil der Hartschalenkoffer. Und zwar, dass wenn das Bike hinfällt, dass der Inhalt durch die harte Schale eben geschützt bleibt. Bei allen anderen wird der Inhalt oder kann der Inhalt gequetscht werden. Und ja, ich hatte, dass da schon öfters mal Sachen ausgelaufen sind, gerade wenn man Flüssigkeiten transportiert. Auch die semi-elastischen Taschen, da ist zwar so ein Plastikbrett drin, was eben die Tasche daran hindert, zusammenzufallen, dass die eben in der Form bleibt. Das schützt aber die Sachen in der Tasche nur bedingt. Also bei mir waren trotzdem immer Sachen kaputt. Und auch dieses Plastikding selber ist gebrochen. Also ein einzigartiger Vorteil der Hartschalenkoffer, dass die Sachen darin geschützt sind. Ich zum Beispiel transportiere meine Elektronik immer oben auf der Tasche, die oben drauf liegt, sodass, wenn es umfällt, dass da kein Schlag drauf kommen kann. Das würde ich wahrscheinlich auch mit Hartschalenkoffer machen, weil dieser Schlag da drauf, mir ist es, glaube ich, lieber, als wenn das oben drauf ist. Was mir noch wichtig wäre, wenn in Zukunft, über was könnten wir noch sprechen mit anderen Travelern? Wo könnten sie ihre Erfahrung sagen? Wir hatten jetzt das Motorrad einmal, jetzt haben wir Gepäcksystem, ja, Tankrucksack, Reifenwahl, hat man den Sitz präpariert und so weiter und so weiter. Es gibt ja hunderte Themen. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie gerne rein, dann kann ich das vielleicht umsetzen. Es würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes, gutes Jahr, Gesundheit und Glück. Und bedanken möchte ich mich noch bei den Unterstützern.
Roland, Markus, Anja und René, Susanne und Ralf, Stefan, Friedrich, Adolf und Tempo 37 km/h. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruti. Macht's gut. Ciao. Frohes Neues.